Ja, warum so VIP? Mir gefällt einfach dieser Stil, mir gefällt diese ganze Stance-Sache, so mit viel Sturz und Tief und so. Klar, Leistung ist auch cool, aber war halt nie so richtig meins. So, guckt man sich gerne an, aber mehr auch nie. Und mir gefällt es einfach optisch. Ich habe das Auto vor ein paar Jahren das erste Mal entdeckt auf irgendwelchen Bildern. Dachte, Mensch, sieht cool aus, hab dann mal so ein bisschen gegoogelt, was ist das für eins? Und dann stand es eigentlich relativ schnell fest, dass es halt was Außergewöhnliches ist, vor allem in Deutschland. Und ja, wollte ich halt einfach mal ein bisschen was Größeres auch haben. Eigentlich habe ich ihn gekauft, weil ich ein Kind gekriegt habe, wollte ein bisschen was mit Platz haben. Für Kind auch, und das ist jetzt halt ein kleines bisschen ausgeartet. Ich bin Steven, ich wohne in der Nähe von Bautzen und das ist mein Toyota Aristo. Das ist mein Toyota Aristo, Baujahr 97. 2017 aus Japan hergekommen, 2018 habe ich ihn gekauft und wollten halt haben, großteils, weil es halt ein schönes Auto ist und wegen dem Motor ist ein 2JZ Twin Turbo mit Automatik halt. Ich habe den 2018 gekauft hier in Deutschland, habe eine Weile nach ihm gesucht, keinen gefunden, dann wurde mir der angeboten, hat mir direkt gefallen, habe ihn gekauft. Bin dann noch ein bisschen, also der ist relativ seriennah gewesen, wo ich ihn gekauft habe, war ein Gewindefahrwerk drin. Ansonsten eigentlich bis auf die Scheinwerfer Serie. Bin dann erstmal so gefahren ein paar Monate, habe dann angefangen mir ein paar Felgen zu kaufen, habe mir aus Japan ein paar SSR-Felgen bestellt, die hier importiert, habe mal ein bisschen tiefer geschraubt, bin erst ein Jahr Gewinde gefahren. Danach dachte ich, okay, steigst du mal auf Luft um. Hab dann Luftfahrwerk gekauft, die Felgen noch mit dazu, die ich jetzt habe, die Wets Grenze Basraya. Und ja, so hat sich das jetzt halt über die letzten 3 Jahre so ein bisschen aufgebaut alles. Ich habe jetzt letzte Woche erst das Bodykit fertig gemacht. Das hatte jetzt schon 1 Jahr da liegen. Das habe ich damals gegen mein altes Gewindefahrwerk getauscht mit jemandem. Ja, Zustand war relativ schlecht. Hat jetzt auch halt 1 Jahr gedauert. Hat mein Lackierer, der Basti, hat das wieder gut gerichtet, lackiert alles. Und wie gesagt, ich habe es halt jetzt letzte Woche dran gebaut, relativ frisch alles. Passgenauigkeit war so lala, aber so bin ich halt erstmal zufrieden mit allem. Wollte halt mal ein bisschen was Außergewöhnliches noch haben. Innenraum ist soweit es geht Serie. Als ich ihn gekauft habe, war eine ziemlich hässliche Velour-Ausstattung drin. Aber ich habe beim Kauf Gott sei Dank eine Lederausstattung komplett mit dazu gekriegt. Das war auch das erste, was ich eigentlich getauscht habe, als ich ihn bei mir auf dem Hof stehen hatte. Ansonsten ist er eigentlich relativ seriennah. Die Nackenkissen halt noch von Junction Produce, was der gleiche Hersteller wie das Bodykit ist. Das ist so ein VIP-Hersteller für viele so japanische Limousinen oder generell große Limousinen. Und ansonsten ist der Innenraum eigentlich relativ Serie. Anlage ist Serie, eine JBL-Komplettanlage. Radio ist Serie mit Bildschirm und Touch. Und ja, Ausstattung halt auch alles Serie halt. Klimaanlage, Sitzheizung, was will man da noch groß machen? Also der Motor ist wie gesagt ein 2JZ Twin Turbo, also GTE. Ich habe jetzt einen großen Mishimoto Ladeluftkühler drin. Ja, dann war original eine 180 km/h Sperre drin, die halt original Japan alle Autos haben, oder zumindest Autos, die schneller fahren.
Die habe ich gegen einen HKS Speed Limit Defender getauscht, damit ich die Sperre halt draußen habe, damit er offen ist. Ansonsten, ja, großartig viel will ich an dem Motor gar nicht machen, weil es sich halt kaum lohnt, aber halt ein bisschen was, mit dem Boost-Controller, ein bisschen mit dem Ladedruck hochgehen, dass ich irgendwo an die 400 kratze, an die 400 PS. Das wäre so mein Ziel. Aber ansonsten will ich da jetzt auch gar nicht großartig viel dran machen, weil es sich halt einfach für das Auto auch nicht lohnt. Also so wegen fährt sich halt mit viel Leistung bescheiden. Als ich ihn gekauft habe, wie gesagt, bin ich halt noch auf Gewinde gefahren. Habe das eigentlich auch gelebt, auch schon früher. Meine früheren Autos war immer auf Gewinde gewesen und ich war halt immer so einer, der gesagt hat, ja, hier Gewinde ist viel cooler und so. Aber ehrlich zu sein, konnte man sich halt Luft dann einfach noch nicht leisten. Oder es war halt einfach in greifbarer Nähe. Und hier dachte ich einfach, ja komm, mach's mal, es passt zum Auto. Das Fahrgefühl ist wirklich sehr, sehr gut. Es macht kaum einen Unterschied, ob man nur auf dem Gewinde fährt oder jetzt auf dem Airlift-System. Von daher bin ich mehr als zufrieden. Und man hat halt eine Optik, wo man nah rankommt mit dem Gewinde, wenn man richtig tief macht, aber am Ende du kannst halt vorne nicht richtig, oder kannst halt das Fitten geht halt nicht richtig, oder du kannst halt wirklich so tief nicht wirklich immer fahren. Das Fahren ist halt einfach angenehmer. Fahrgefühl in einem Auto ist halt, na gut, man fühlt sich schon, also man wird schon viel angeguckt auch, gerade wenn man mal durch die Stadt fährt oder durch ein Dorf oder was auch immer. Es gucken wirklich so gut wie alle. Großteils, weil sie das Auto nicht kennen, dann sitzt man noch auf der anderen Seite, dann ist es halt doch schon sehr auffällig durch die Räder auch und durch das ganze Erscheinungsbild. Ja, man kommt sich schon so ein bisschen vor wie früher in den frühen 2000ern in einer Oberklasse-Limousine, so wie man halt so angeguckt wird. Die älteren Leute gucken oftmals ein bisschen verstört und denken, was sitzt dort für ein Proll dahinter. Aber großteils habe ich eigentlich positive Erfahrungen bis jetzt damit. Ja, also bedanken auf jeden Fall bei meinem Lackierer, dem Basti Köpping. Der hat sehr gute Arbeit geleistet mit dem Bodykit. Also ich hätte es am liebsten weggeworfen, so wie es aussah. Ja, ansonsten haben mir viele Freunde geholfen, wenn es mal ging, dass ich mal eine Hebebühne brauchte oder mal irgendwas zum Bauen war oder ich irgendwelche Fragen hatte, habe ich WhatsApp-Gruppen mit Freunden. Ja, sehr gute Freunde auch, die mir einfach mit Rat und Tat beiseite gestanden haben, wenn ich irgendwelche Fragen hatte und mir immer wieder auch geholfen haben, sage ich jetzt mal, dass ich nie die Lust verloren habe. Danke, dass ihr das Video auf jeden Fall bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken, teilen, kommentieren, wie man das halt so macht, ne? Würde mich mal auch die Meinung interessieren von Außenstehenden, die mit dieser ganzen Stand-Szene jetzt nicht viel zu tun haben, wie die das finden. Und bedanke mich bei euch und wie gesagt bei allen, die geholfen haben. Und ja, viel Spaß noch. Ciao.